Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Und ihr seht es vielleicht, wir sind endlich angekommen. Wir sind heute bei der Firma Eurogreen. Die Firma Eurogreen stellt Dünger und Saatgut her. Die besuchen wir heute und da dürfen wir mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Los geht's! Hallo, wir sind von Perfect Green. Wir haben heute mit euch einen Termin. Sind wir hier richtig, ja? Ihr seid hier richtig. Herzlich willkommen bei Eurogreen. Herzlich willkommen in schönen Rosenheim. Wir freuen uns, wenn wir euch hier alles zeigen können. Cool, super. Wir danken erstmal für die Einladung, Gerne. dass wir euch hier auch mal anschauen können, wer ihr so seid, was ihr so macht und wie das Ganze, vor allem die Forschung, Entwicklung für Rasengräser und Dünger, habe ich mir sagen lassen, habt ihr gigantisch große Testflächen. Genau, die können wir uns gleich mal angucken. Das sind wir mega und gespannt. Wir freuen uns drauf, euch alles zu zeigen und ganz viel zu erzählen. Und ja. Wetter passt ja. Genau, auf jeden Fall. Super. Gut. Super, dann kommt mal mit. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit unseren Versuchsflächen an. Das sind unsere Versuchsflächen. Da hinten ist auch unser Geschäftsführer Thomas Peters. Der kann jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen und auch generell noch mal ein bisschen was zu Eurogreen erzählen. Okay, super. Dankeschön. Herr Peters, hallo. Ja, da ist Perfect Green. Herzlich willkommen bei Eurogreen. Mein Name ist Thomas Peters, ich bin Geschäftsführer von Eurogreen. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen was zeigen können, obwohl wir von Perfect Green wissen, dass Sie schon eine ganze Menge wissen. Ja, danke. Wir sind seit über 50 Jahren im Geschäft und von daher gesehen, vielleicht gibt es was zu schauen, vielleicht gibt es was zu zeigen. Wir haben hier unsere Versuchsflächen, die wir betreuen und für die wir vor allen Dingen Produkte von uns neu entwickeln für unsere Kunden im Bereich des Profirasens. Okay. Das ist vor allen Dingen bei Fußball, das ist vor allen Dingen im Golfbereich. Das ist aber auch natürlich interessant für die Leute, die zu Hause ihren Rasen haben und pflegen und damit auch für sie. Genau. Ja, ich glaube, der in Anführungsstrichen perfekte Rasen wird natürlich immer interessanter, auch für die Privatleute, die natürlich sehr viel Zeit und Geld auch investieren und dann auch dementsprechend ein schönes Ergebnis haben wollen. Ja. Thema Mähroboter, ich sehe schon, ganz viele Leute haben ja einen Mähroboter, aber so ein Teil habt ihr garantiert noch nie gesehen, das müsst ihr euch mal anschauen. Ja Leute, schaut euch mal dieses Teil an, das ist ja schon abartig. Hi. Hallo. Felix. Das ist unser Herr König, der ist zuständig für den technischen Bereich unter anderem. Und dann auch für dieses Teil tatsächlich. Das ist unser Cutcat. Wir haben mittlerweile über 1000 Stück davon laufen. 1000? Ja, tatsächlich. Was machen Sie mit den Teilen? Das ist ja in erster Linie mäht der Sportplätze, mäht der Rasenplätze, Fußballplätze. Der wird aber auch im Golfbereich eingesetzt. Wir setzen ihn hier natürlich für unsere Versuchsflächen ein. Ja, der Herr König kann das mal zeigen, wie das von unten aussieht. Natürlich. Was kann das Teil besonders? Also das ist erstmal groß, ne? Ist erstmal groß, klar. Laufleistung bei idealer Einsatzzeit 24.000 Quadratmeter. 24.000? Ja. CO2-neutral, ganz wichtig. Alter. Wenig Belastung für den Boden. Schnittgut wird direkt vom Boden umgesetzt. Klar. Ja. 24.000. Ist ja krank. Boah, Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mähscheiben. Was hat der? Meter? Meter 3. Meter 3 an Schnittbreite. Ist ja abartig. Man darf eben das Robotermähen nicht vergleichen mit dem normalen Mähen, mit dem Sichelmäher oder mit dem Spindelmäher. Was der macht, ist mit diesen kleinen Messern immer so ein paar Millimeter abfritzeln sozusagen. Ne? Also das Schnittgut, Herr König, ist fast wie Staub. Ja? So kann man das fast sagen. Deshalb kann es sich auch gut umsetzen. Und dieses ständige Mähen, was ja praktisch jeden Tag stattfindet, das hat natürlich einen super Einfluss auf die Rasenqualität. Also das hat uns als Rasenspezialisten selbst überrascht, als wir das erste Mal vor über 10 Jahren damit zu tun bekommen haben. Okay. Klar, Mähroboter sind ja im Hausbereich mega beliebt worden. Deswegen haben wir eine eigene Testfläche laufen mit knapp 1000 Quadratmeter. Da testen wir alle möglichen Mähroboter durch. Aber das Teil wäre natürlich schon eine Liga für sich. Echt geil. Was wiegt das Ding?
75 Kilo. 75 Kilo. Das ist auch deshalb wichtig, damit es nicht jeder wegtragen kann. Wir haben tatsächlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, also es gibt so gut wie keinen Vandalismus, es werden keine gestohlen. Und wenn, ja, das kann man den Zuschauern verraten, kriegen wir das mit. Also der ist im Internet Okay, und wir GPS sehen alle unsere überwacht. Geräte GPS gesteuert. Ja. Cool. Interessant. Und der mäht dann Ihre gigantisch große Testfläche hier. Es sieht ja wirklich spektakulär hier aus. Sehr fleckig, bewusst sehr fleckig, wie wir wahrscheinlich später noch erfahren werden. Sie werden von unseren Forschungs- und Entwicklungsleuten da noch ein bisschen mehr drüber hören. Aber das Fleckige ist natürlich insofern gewollt, das sind alles einzelne Parzellen. Und von daher gesehen ist es nicht das Ziel, hier den besten Rasen der Welt zu haben, sondern wir sind auf der Suche nach dem besten Rasen der Welt, sage Okay. ich mal. Und dafür müssen natürlich sehr, sehr viele Versuchsglieder da sein, die wir prüfen, die wir untersuchen und wo wir dann für unsere Kunden das Beste raussuchen. Ja, ist schon gigantisch. Farben, also Markierungsfarbe haben Sie auch, beziehungsweise Ja. machen Sie auch Testflächen? Ja, Okay. ja. Wir stehen jetzt gerade auf einer, das wird auch zur eigenen Qualitätssicherung immer wieder gemacht, um zu schauen, aber auch um zu sehen, was können Lieferanten mit Bezug auf neuen Rezepturen. Und ich sag mal so, die Linien auf einem Sportplatz sind nebenbei bemerkt fast so wichtig wie der Rasen selbst, weil sie entscheiden, war es ein Tor oder nicht. Das ist richtig, ja. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir Fußball schaue, dann eigentlich nur noch, um den Rasen zu begutachten, wie viel Poa Annua das drin ist. Und wenn ich da einige Sportplätze sehe, Profi-Fußball-Bundesligisten, dann stelle ich mir oft die Frage, okay, beziehungsweise dann bin ich etwas beruhigter, weil auch die haben Annua drin, nicht nur ich. Also von dem her, aber ist, glaube ich, völlig normal. Poa Annua hat, glaube ich, jeder. Okay, cool. Also hier sieht es wirklich richtig cool aus. Ist alles sehr interessant. Dieser Bereich mäht aber dann der Mährobi nicht, denke ich mal, oder? Das ist ein, Nein. Das ist Spindelmäherarbeit, Ja. weil hier mähen wir auf 5 mm runter, was im Vergleich zum Golfmarkt, wo teilweise 2-3 mm tief gemäht wird, gar nicht so viel ist. Aber wir müssen uns natürlich auch ein bisschen arbeitswirtschaftlich halten. Aber trotzdem ist das hier die Fläche, die sozusagen ja, für unsere Golfkunden die Testfläche ist, beziehungsweise für unsere Produkte. Wahnsinn. Und Mittagspause wird hier Golf gespielt, oder? Nee, Oder tatsächlich oder- nicht. Also, Okay. also wir haben relativ wenig Leute, die Golf spielen. Echt? Tatsächlich, Okay. wieder erwarten. Ich selber tue es ein bisschen. Aber man könnte hier tatsächlich zumindest das Putten üben. Ja. Okay. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Die Flächen dürfen aber schon betreten werden, oder? Oder ist das jetzt eine Wir Ausnahme? dürfen jetzt da drauf. Ich sag mal, wenn bonitiert wird, dann lassen wir 48 Stunden vorher niemanden da drauf, damit das ein bisschen einheitlich ist. Deshalb auch Ihre Frage nach dem Mähen. Hier macht es keinen Sinn, mit einem Roboter zu Ja, mähen, klar, sondern hier logisch. muss gleichmäßig mit Spindelmäher Ist gemäht klar. werden, damit man eben die Unterschiede auch sehen kann, dass praktisch jede Parzelle gleich behandelt worden ist. Ja. Okay, sieht sehr ordentlich aus. Sehr gut aus, sehr schön aus. Cool. Fühlt sich vor allem auch richtig schön an, wenn Ja, man ne? da drauf läuft. Ja, Richtig ja. schön. Angenehm. Habt ihr natürlich auch einen ordentlichen Wasserverbrauch hier, denke ich jetzt mal, oder? Wir haben einen ordentlichen Wasserverbrauch. Wir haben Gott sei Dank hier eine eigene Brunnenanlage Okay. und haben Grundwasser genug zur Verfügung, was auch wichtig ist. Wir sind zwar hier im Westerwald, da ist relativ hoher natürlicher Niederschlag, aber da muss man sagen, die letzten Jahre ist das auch weniger geworden, erstaunlicherweise. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir hier sehr viele Versuche machen mit Rasensorten und Arten, die etwas weniger Wasser brauchen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Entwicklungsziel für die Zukunft ist. Definitiv. Ich denke, die Nachhaltigkeit, die wird immer mehr, das Mhm. wird immer interessanter, immer wichtiger für alles, auch für Rasengräser. Ja. Euer mediterranen Rasen, den haben wir Ja. auf unseren Testflächen ja auch eingesät, um einfach zu schauen, wie entwickelt sich das Ja. Gras? Braucht er wirklich weniger Wasser? Ja. Wie macht es da? Weil da können wir nicht künstlich bewässern. Und ich denke schon, dass es ein großer Teil ist. Ich persönlich habe die Poa Supina drin. Ich liebe die Poa Supina. Aber was Thema Nachhaltigkeit angeht, muss man ganz klar sagen, ist natürlich das krasse Gegenteil. Sie braucht sehr viel Dünger, sie braucht noch mehr Wasser Ja. und ist natürlich nachhaltig nicht so ideal. Aber es ist halt wirklich ein sehr schönes Gras. Ja. Was haben Sie daheim? Haben Sie auch so einen Golfrasen? Haben Ja, Sie? nein. Also ich habe relativ normalen Hausrasen, sage ich Okay. mal. Das ist unsere Mischung Rasana Top, wie wir sie beispielsweise Ja, haben. genau. Man Und da kann muss ich sie- sagen, da kann ich auch immer nur wiederholen. Ich werde ja oft gefragt, ne, im Verwandtschaftskreis, im Ja, genau. Freundeskreis. Letztendlich wichtig ist, regelmäßig die Nährstoffversorgung sicherzustellen, regelmäßig zu düngen. Ein Rasen, der dicht wächst, bekommt kein Unkraut.
Und da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Das ist Also richtig, von daher gesehen ist das eine wichtige Maßnahme, auch wenn man dann natürlich ein bisschen mehr mähen muss. Ne? Aber das gehört halt zu einer Pflege dazu. Ja, klar. Und letztendlich ist es immer die Frage, was möchte ich selbst haben. Ne? Habe ich den Wunsch nach einem schönen Rasen, gehört das unbedingt dazu. Habe ich den Wunsch, dass es grün ist, dann kann ich natürlich auch ein bisschen langsamer machen und es einfach mal grün werden lassen. Auch dafür haben wir Produkte und auch Möglichkeiten. Ja. Das nennt man dann eher die extensive Rasenpflege. Ja, ich glaube, das ist dann auch sehr wichtig für Sie als Unternehmen, dass Sie wirklich alles anbieten. Von wirklich Profi-Produkten bis hin auf Hausrasenprodukte Ja. für denjenigen, der einmal die Woche mähen möchte, vielleicht zweimal die Woche und nicht so intensiv düngen möchte und einfach sagt, Hauptsache grün, Hauptsache kein Unkraut. Natürlich. Und dann halt auch, wie gesagt, auch für die extremen Freaks oder die es auch sportlich bzw. beruflich betreiben, Ja. um einfach alles haben zu können. Ich meine, der Wunsch des Kunden ist erstmal das Wichtige. Definitiv. Und natürlich auch Trends mit zu initiieren. Ne? Also das Thema, was wir eben hatten, Nachhaltigkeit beispielsweise, ist ja mehr als nur ein Modetrend, sondern das ist ja auch irgendwo ein dringender Bedarf, den wir alle miteinander haben. Von daher hat man auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und da sind wir auf gutem Wege. Da haben wir auch schon schöne Ideen. Und so wird es weitergehen. Bin ich gespannt. Loopy Green zum Beispiel. Loopy Green zum Beispiel. Apropos Loopy Green, der wurde auch hier entwickelt und erforscht auf dieser Testfläche. Tatsächlich. Wir fangen immer erst mal auf den Testflächen an und dann gehen wir in den Feldversuch. Ne? Dann Okay. bei Kunden auf Sportplätzen, so unter anderem Schalke, Trainingsflächen. Ja, da auch? natürlich, weil Okay. da muss ja ein Produkt seine Leistung beweisen. Achtung, Hier kommt übrigens unser. Jetzt werden wir gleich überfahren hier von dem Riesental. Ja, das kann ich Ihnen mal zeigen, da passiert also nichts. Sehen Sie, wird jetzt langsamer. Jetzt hat er mich Also gespürt. Er hat auch Dreht er weg. Ultraschallsensoren, Genau. Hinderniserkennung. Ja, das Sicherheitsthema ist natürlich ein großes Thema bei den Maschinen. Mega interessant. Ja. Cool. So, weg mit dir. Er ist trotz der Größe ordentlich leise. Also wäre natürlich mal was für so kleine Gärten mit 100 Quadratmetern. Ja, es gibt ja kleine Geräte. Ja, Die haben genau. wir jetzt nicht im Programm, weil wir Genau. profiorientiert sind. Genau. Okay, alles, wie gesagt, alles sehr, sehr interessant. Loopy Green habe ich ja übrigens auch gerade testen auf meiner Testfläche. Ich habe ja auch so eine kleine Testfläche, nicht so groß. Was habt ihr hier? Wie viele Quadratmeter? Testfläche? Wir haben insgesamt 3.500 Quadratmeter. Okay. Das hier sind 2.500, die sind aufgebaut wie ein Sportplatz. Also richtig mit flächiger Drainageschicht und Tragschicht, mit den entsprechenden Drainagen, auch mit den entsprechenden Beregnungsanlagen. Weil Homogenität ist natürlich hier ein Punkt, ne? Wenn man also verschiedene Ja, klar. Flächen testet. Und der hohe Sandgehalt ist ein wichtiger Punkt, weil da kann eben auch ein Dünger zeigen, ob es eine Langzeitwirkung auch entfaltet. Okay. Wird hier dann auch erifiziert und solche Pflegemaßnahmen? Ja, oder? selbstverständlich. Selbstverständlich. Das auch. Wir machen sogar noch ein bisschen mehr, weil wir müssen ja den Spieler kopieren. Ja. Weil gerade im Fußballbereich ist der mechanische Verschleiß ja einer der wesentlichen Punkte. Ja, klar. Ne, und das machen wir mit einer Stollenwalze. Das sind zwei verschiedene Walzen, von der wird eine gebremst, sodass man diesen Schereffekt auch hat, genauso wie der Fußballspieler es okay. macht. Und da ist interessant zu sehen, wie verschiedene Rasengräser auch reagieren. Ne? Und da kommt dann auch der Stollenbelastungstest für für die ganze Sortenmischung, Bundessortenamt etc. Ganz genau. Es gibt halt Arten und vor allen Dingen auch Sorten, die unterschiedlich reagieren auf mechanische Ja, Belastung. Supina ganz schlecht, bei Scherwirkung zum Beispiel. Bei Scherwirkung ja, auf der anderen Seite bei Aggressivität, um dann ein Loch wieder zuzuwachsen, sehr Perfekt. schnell. Andere sind wiederum, die brauchen sogar die Belastung. Ne? Bei Lolium zum Beispiel ist es so, das mag sogar die Belastung. Und es gibt Sorten, da sieht man in den Versuchen auch sehr schön, die Vergleichsparzellen, wo nicht belastet wird, da baut das eher ab als Echt? da, wo die Belastung Ja, ist. Wahnsinn. Tatsächlich, ja. Okay. Also schon mal sehr interessant, auch vor allem hier. Ich denke mal, hier sind verschiedene Grassorten auch drin, so wie es aussieht. Mal gröber, mal feiner, aber da wird, glaube ich, der Kollege später mehr dazu sagen. ja. Ihr seht es dann in einem anderen Video, sonst wäre das Ganze viel zu lang und viel zu lang rausgezogen. Genau. Wir dürfen, glaube ich, noch das Lager anschauen. Ja, da gebe ich Sie wieder in die Hände von Stefanie, Okay. unserer Marketingleiterin. Und die wird Ihnen ein bisschen was zeigen, wo unser Zeug denn herkommt. Okay, super. Wir sehen uns später nochmal. Sehr gerne. Okay, super. Alles klar. Okay. Also wir können jetzt mal unser Lager anschauen. Das ist eins von unseren 3 im Moment. Und hier lagern wir unser Saatgut. Kann ich euch einfach mal zeigen, also kommt gerne einfach mal mit. Also hier ist rein Saatgutlager. Genau, hier wird hauptsächlich eben Saatgut gelagert. Hier werden auch unsere Pakete fertig gemacht für den Versand an den Kunden. Werden eben auch die Ware entgegengenommen, wenn die angeliefert wird. Also genau, hier sieht man verschiedene Produkte eben, genau. Schön. Ja, es ist schon mal sehr beeindruckend, wie viel Saatgut hier liegt, wenn man überlegt, man braucht ja so gut wie
wie nix. Das sind ja 25, 30 Gramm pro Quadratmeter und hier liegen ja schon einige Tonnen. Und wir sind aktuell ja nicht mal in der Hauptsaison. Genau, wir Also haben dann ja wirklich zum Ende- Frühjahr hin Ende oder Juli, auch zum ja. Herbst. Da geht's Dann ordentlich ist es was. hier richtig voll und dann ist hier auch richtig was los. Ja, das Schöne ist ja auch, ihr beliefert ja auch Privatkunden. Genau. Und das ist halt für euch logistikmäßig auch schon ein enormer Aufwand, jedes einzelne Paket zu versenden. Ne? Auf jeden Fall, genau. Die werden auch extra verpackt und haben eben extra Abholungen. Hier stehen unsere Maschinen und Geräte und auch noch zum Teil Saatgut. Cool. Ja, wir können uns auch gerne noch mal den Düngerbereich angucken. Da lagern wir unseren Dünger. Und genau. Der ist jetzt im anderen Lager? Genau, der ist separiert hier. Wenn wir einmal ums Eck gehen, finden wir den Düngerbereich. Ah, okay. Und ich sehe schon, hier Genau. gelten andere Vorschriften, so wie es aussieht. Genau, muss man eben ein bisschen Brandschutz und sowas, ne? Muss man drauf achten. Also hier haben wir die verschiedenen Dünger eingelagert. Hier sind auch immer unsere fleißigen Kollegen aus der Logistik täglich dabei, Hi. Sachen ein- und auszulagern. Sachen dann eben für den Versand fertig zu machen. Wir verschicken ja zum Teil auch eben an unsere Profikunden, verschicken wir ganze Paletten an die ja. Privatkunden, packen wir die dann eben aus, packen Auch die Paletten. nochmal extra ein, genau, und verschicken die dann, genau. Ja, doch, sehr interessant. Da geht ja dann schon einiges, ne? Ja, für die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Also wir haben ja Golfkunden, wir haben Sportplätze, ne? Wir haben auch Kommunen und dann haben wir natürlich diesen ganzen Privatbereich, wo einfach auch unterschiedliche Anforderungen sind. Und dafür haben wir natürlich unterschiedlichste Produkte in unterschiedlichen Granulierungen und mit verschiedenen Nährstoffzusammensetzungen. Und da kommt dann eben einiges zusammen, ne? Genau, da macht sich dann wieder was auf die Reise. Ja, sehr schön. Ja, das ist schon Wahnsinn. Da sieht man wirklich mal, was da überhaupt dahinter steckt. Und vor allem die Versuchsflächen, die wir ja gerade gesehen haben, das ist ja, merkt man ja auch, dass Dünger und Saatgut nicht irgendwo einfach zusammengewürfelt ist, sondern es hat ja schon einen Sinn, das Ganze. Und da steckt ja schon eine enorme Wissenschaft dahinter. Ja, auf jeden Fall. Also alle Produkte, die hier liegen, die werden von uns halt selbst getestet. Und wir verkaufen letztendlich dann nur Produkte, wo wir wirklich wissen, dass da dass die beste Ergebnisse Sie gut zeigen. Ne, und das ist halt schön, wir haben alles genau vor der Tür, sowohl unser Lager als auch Versuchsflächen. Ja, das ist cool, ja. Das heißt, wir haben auch immer alles im Blick und läuft alles Hand in Hand ab. Ne? Ja, und vor allem auch schön ländlich. Als wir Ja. hierher gefahren sind, war ja wirklich sehr viel Ja, Landstraße dabei, aber eine sehr schöne Ja, wir Gegend. haben eine schöne Aussicht ins Grüne. Ja, genau. Das stimmt. Genau. Oh, Achtung, ich glaube, hier werden wir gleich überfahren. Oh nee, das sind eure Produkte. Ah, okay. Unsere Testprodukte, Genau. cool. Wir haben vorhin noch kurz was bestellt, beziehungsweise die Firma Eurogreen sponsert uns ja bei der Testfläche. Vielen Dank nochmal übrigens. Und vor Feierabend alles dann nochmals passgenau rausgelassen. Mein Auto steht da, einfach vorfahren. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für den Rundgang, dass wir hier sein durften, dass wir eingeladen wurden. Vielen Dank auch für die ganzen Produkte, die für unsere Testfläche zur Verfügung gestellt wurden. Ja, Dann wir sage haben ich zu einfach danken für den Besuch und ja, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, für uns war es gerne einfach wieder. mega interessant. Die Testflächen ist einfach mal was völlig anderes zu sehen. Und das sieht man dann auch mal, warum so ein Dünger doch ein paar Euro mehr kostet als ein Baumarktdünger. Weil seither habe ich es immer nur geglaubt und jetzt weiß ich es, das steckt wirklich mega viel Forschung und Entwicklung dahinter. Vor allem auch was Saatgut angeht. Das ist natürlich schon richtig interessant. Ja, Gut. sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Wir sehr bedan- viel Spaß gemacht mit euch. Wir bedanken uns und ich bedanke mich auch an euch liebe Zuschauer. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.